Ich habe mir einen Pony schneiden lassen und bereue es mittlerweile. Und damit dir nicht das Gleiche passiert, gibt es jetzt dieses Video. Ich werde jetzt nach und nach durchgehen, auf was es ankommt bei einem Pony, wann er gut aussieht, wann er nicht gut aussieht. Und ich hoffe, du kannst davon was mitnehmen und deine Entscheidung fällt dir dann leichter nach diesem Video, ob du dir einen Pony schneiden lassen sollst oder nicht. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wenn dir das Video gefällt, dann lass doch bitte einen Daumen hoch da und abonniere gerne meinen Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Wenn wir über Gesichtsformen sprechen, dann ist es ja oft so, dass ein Pony zum Beispiel dann empfohlen wird, wenn man ein langes Gesicht hat. Das ist bei mir zum Beispiel der Fall. Also ich habe eine sehr hohe Stirn, aber das ist halt nicht alles, auf das man achten sollte. Ich habe zum Beispiel neben einer hohen Stirn auch ein langes Midface. Das heißt, der Bereich quasi ab meiner Augenbraue bis zu meiner Nase ist ziemlich lang. Also ich würde mal behaupten, der ist genauso lang wie meine Stirn. Wichtig zu wissen ist eben, wenn man sich einen Pony schneidet und vor allem, wenn das so ein Blunt-Pony ist, also einfach nur eine Linie, dann bildet man einen visuellen Cut. Dieser visuelle Cut betont immer das, was da drunter liegt. Das heißt, wenn ich mir eine Microbank schneiden lasse, betont es meine Augenbrauen. Wenn ich mir einen Pony schneiden lasse, der bis zu den Augenbrauen geht, betont das die Augen. Es kann halt aber sein, weil ein Pony eben diesen Bereich hier komplett normalerweise auslässt, dass eben die komplette Aufmerksamkeit erstmal auf das Midface gelenkt wird. Die Sache ist die, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr prominente Nase hat oder einen sehr großen Mund, diese Sachen eben besonders rausstechen und die Proportionen dann nicht mehr passen. Weil eine Stirn balanciert ja immer irgendwie auch was aus im Gesicht. Und wenn man jetzt eben sehr prominente Features hat, entweder im Midface oder hier unten oder am Kinn, dann kann es halt sein, dass das so stark betont wird, dass kein Ausgleich mehr stattfindet, keine Balance mehr stattfindet im Gesicht. Das sieht dann einfach irgendwie komisch aus. Das ist oft der Punkt, warum Leute sich fragen, ich habe eine hohe Stirn, ich schneide mir einen Pony, warum sieht das trotzdem komisch aus bei mir? Es könnte vielleicht daran liegen, dass eben das Midface sehr prominent ist und die Aufmerksamkeit bei einem Pony eben noch stärker auf diesem Midface liegt. Andererseits kann es eben sein, dass wenn man sich einen Pony schneiden lässt, der bis zu den Augenbrauen geht und man hat aber sehr prominente Augen, sehr große Augen, das sieht dann mega geil aus. Was ist jetzt, wenn du eine hohe Stirn hast, aber zum Beispiel keine prominente Nase oder keinen prominenten Mund? Dann würde ich immer abwägen, was an Balance braucht dein Gesicht? Sieht dein Gesicht so schön aus, weil eben die ganzen Features, die du hast, deine Nase, dein Mund, dein Kinn, deine Augen, deine Augenbrauen, dass das in Summe an sich harmonisch wirkt? Dann würde ich keinen Pony schneiden lassen, weil die Stirn eben dazu beiträgt, diese Harmonie beizubehalten. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich es bereue, mir einen Pony schneiden zu lassen. Und zwar hatte ich schon sehr, sehr oft in meinem Leben einen Pony. Das ist nicht das erste Mal. Die Sache ist nur die, seit der Geburt meines Sohnes wachsen meine Haare anders. Also in eine andere Richtung. Und ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich habe jetzt hier meinen Scheitel. Und normalerweise hatte ich einen Pony oder habe einen Pony. Der geht so runter. Aber ihr seht schon, also selbst wenn ich den style mit einer Bürste aus dem nassen Zustand heraus, ich krieg diese Wuchsrichtung nicht in die andere Richtung gekämmt. Bei mir ist es nämlich so, dieser Part hier wächst nach unten. Und generell ist es so, wenn eure Haare nach unten wachsen und ihr keinen Wirbel habt oder die nicht nach rechts oder nach links wachsen, könnt ihr euch bedenkenlos einen Pony schneiden lassen. Nur, hier wachsen die bei mir runter an der Seite. Und hier wachsen die seit der Geburt einfach in die Richtung. Und ich krieg den nicht gestylt. Und das ist halt die Sache. Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Sonst hätte ich den Pony jetzt im Gesicht, ja. Aber die Sache ist halt die, man sieht hier auch meine Baby Hairs. Die wachsen alle schön runter. Deswegen würde ich euch da einfach raten, wenn ihr unbedingt einen Pony schneiden lassen möchtet und eure Haare wachsen in verschiedene Richtungen, dann sprecht das beim Friseur an. Der findet vielleicht eine Lösung für euch. Dann solltet ihr noch in Betracht ziehen, wie viel Styling-Aufwand wollt ihr wirklich in eure Haare stecken? Beziehungsweise wie viel Zeit habt ihr überhaupt, euer Pony zu stylen? Weil es ist nämlich so, dass man den, damit er gut aussieht, normalerweise immer stylen muss. Also entweder muss man den nass machen oder weil er schnell fettig wird durch die Stirn,
öfters waschen, mit einer Rundbürste föhnen. Also man muss einen gewissen Aufwand aufbringen, damit der schön aussieht. Wenn du nicht bereit bist, diesen Aufwand aufzubringen, dann lass dir keinen Pony schneiden. Dann würde ich noch an deiner Stelle überlegen, was dein Vibe ist, weil ich finde, es macht so viel aus und dabei ist es gar nicht so präsent, dieses Thema. Aber ein Pony macht was mit einem. Das macht einen ein bisschen frecher, das macht einen so ein bisschen edgy. Und ich finde, wenn das dein Vibe ist, wenn du dich auch so ein bisschen edgy kleidest oder wenn du einfach vom Typ her ja deine Ecken und Kanten hast, dann finde ich, passt ein Pony, weil das einfach deinen Charakter unterstreicht. Und ja, ich finde einfach, wenn man kein Pony hat, sieht man automatisch ein bisschen braver aus oder halt eleganter. Ja, und dann kommt es auch noch darauf an, wie viel Haare dir zur Verfügung stehen für einen Pony. Ich habe zum Beispiel nicht so viele Haare hier vorne. Dadurch, dass meine Haare so fein sind und ich auch nicht so viele davon habe, muss ich halt ziemlich viel von hier oben wegnehmen, dass ich überhaupt einen Pony habe. Ich glaube, der geht locker bis hierhin, der Ansatz vom Pony. Und je nachdem, wie viele Haare ihr dann wegnehmen müsst, überlegt euch das gut, weil am Ende nehmt ihr vielleicht zu viel Haare weg und dann habt ihr hier viel weniger Haar. So, das waren meine Tipps und ich hoffe, ihr wisst jetzt, ob ihr euch einen Pony schneiden lassen sollt oder nicht. Falls ihr noch weitere Tipps habt, dann schreibt die doch in die Kommentare. Das hilft immer der ganzen Community weiter. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin mach's gut. Deine Patti. Ciao.